In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie wir einen Expert Advisor erstellen können, der die Kerzen auf dem Chart zählt und der auch feststellen kann, ob gerade eine neue Kerze auf dem Chart aufgetaucht ist. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der das Erscheinen einer neuen Kerze auf dem Chart erkennt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst definieren wir die Funktion OnTick, die jedes Mal aufgerufen wird, wenn ein neuer Tick für das Symbol empfangen wird. Innerhalb dieser Funktion berechnen wir die aktuelle Kerzennummer mithilfe der Funktion Bars, die die Anzahl der Balken auf dem Chart für das angegebene Symbol und den angegebenen Zeitraum zurückgibt. Als nächstes erstellen wir eine String-Variable namens NewCandleAppeared, die das Ergebnis unserer Kerzenprüfung enthält. Dann rufen wir eine benutzerdefinierte Funktion namens checkForNewCandle auf und übergeben die aktuelle Kerzennummer als Parameter. Mit dieser Funktion wird festgestellt, ob eine neue Kerze erschienen ist. Anschließend erstellen wir mit der Comment-Funktion eine Chart-Ausgabe, die die Anzahl der Balken auf dem Chart anzeigt und angibt, ob eine neue Kerze erschienen ist. Die Funktion checkForNewCandle ist so definiert, dass sie einen ganzzahligen Parameter CandleNumber erhält, der die aktuelle Anzahl der Kerzen darstellt. Innerhalb dieser Funktion erstellen wir eine statische Integer-Variable namens lastCandleNumber, um die letzte bekannte Kerzennummer zu speichern. Diese Variable behält ihren Wert zwischen den Funktionsaufrufen bei. Außerdem erstellen wir eine String-Variable mit dem Namen isNewCandle, die auf keine neue Kerze initialisiert wird. Diese Variable enthält den Rückgabewert, der angibt, ob eine neue Kerze erschienen ist. Anschließend wird geprüft, ob die aktuelle Kerzennummer größer ist als die letzte bekannte Kerzennummer. Wenn ja, setzen wir die Variable isNewCandle auf Yes, a new candle appeared und aktualisieren die Variable lastCandleNumber auf die aktuelle Kerzennummer für zukünftige Vergleiche. Schließlich geben wir die Zeichenkette isNewCandle an die Hauptfunktion zurück, die das Ergebnis auf dem Chart anzeigt. Nachdem wir den Code geschrieben haben, drücken wir F7, um ihn zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung erfolgreich war, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein und die Anzahl der Balken sowie das Auftauchen einer neuen Kerze anzeigen. Wenn Sie bereits Mitglied im Premium-Kurs sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der das Auftauchen einer neuen Kerze auf dem Chart mit nur ein paar Zeilen MQL-Code erkennt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, ich hoffe, Sie sehen jetzt, wie die Kerzen auf Ihrem Chart gezählt werden und bei einer neuen Kerze sollte sich hier auch der Text verändern. Wenn Sie nicht wissen, was der Quellcode bewirkt oder wenn das zu schnell für Sie war, dann ist vielleicht der Premium-Kurs auf unserer Webseite interessant für Sie. Für den Moment sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.